Wie geht's? Ich habe nicht alles vorbereitet, ne? Tut mir leid, ne? Showtime! Mit Dante Bonfim Costa Santos. Ich meine, die Ärzte aber die Fitness, das ist klar. Jawohl! Ja, das kommt von Bayern München, der richtige Club. Wir geben die Meisterschaft. Interview Dante Bonfim Costa Santos, Brasilianer. Da zum Beispiel, ich habe vor 10 Jahren ein bisschen angefangen zu spielen. Kurios ist, dass jedes Mal, dass ich mir Urlaub, ich mache das jeden Tag mit meinen Freunden. Das ist überragend. Ich habe auch einen Platz so in meinem Haus in Brasilien. Ich habe riesen Bock, immer zu spielen. Und ja, wie gesagt, das hilft mich, um fit zu bleiben und immer noch, um gut zu vorbereitet zu kommen. Du kriegst weniger Verletzungen. Das ist auch wichtig, weil du hast nicht großes Risiko, wenn du spielst. Ich meine, die Ärzte aber die Fitness, das ist klar. Der Körper ist immer bereit. C'est pas vrai! C'est vrai! Bien sûr, c'est vrai! Allez, dehors! Die Jungs spielen immer. Also 3-mal in der Woche, sie sind hier. Aber klar, sind gute Freunde. Tu l'as! Je suis là! Gilles t'attend! Okay. Er hat gesagt, wenn er gewinnt, wir spielen das dritte Spiel. Aber das wäre nicht passiert. So ist das Leben. Für die Sonne und das Meer. Also das Wetter ist ein bisschen wie Brasilien. Und dann ich fühle mich sehr wie daheim. Ich bin hier seit 2006. Also ich kenne viele Leute hier. Aber wie gesagt, man weiß nie, vielleicht zurück nach Deutschland wieder zu arbeiten, das wäre für mich auch kein Problem. Oh, die heißt Roquefort Le Pas. Ist ganz ruhig. Also wie gesagt, 25 Minuten von Nizza. Es gibt viele alte Leute. Also wie ich ein bisschen. Aber immer wieder kommen ein paar Leute von Brasilien mit uns zu bleiben. Also meine Mama, meine Tante. Wir sind nie allein zu Hause. Wir haben immer Leute, die von Brasilien kommen, Freunde, Familien. Weil das ist unsere Kultur. Also immer das Haus voll. Und auch für die Kids, für die Kinder sie gefällt auch sehr, mit den Leuten und Familie hier zu bleiben. Die Haus war alt und ich habe ein bisschen renoviert. Yeah. Sie ist meine Mama, sie heißt Vera Lucia Costa, 62 Jahre. Sie ist meine Tante, Maria da Soledad. Sie ist ein bisschen älter. Mama auch freut sich hier zu sein, weil nach 20 Jahren wir waren nicht viel zusammen. Und wenn sie mit mir ein bisschen mehr bleibt, das ist klar. Sie helfen mich sehr, sehr viel zu Hause. Also, mach die Leben ganz einfach. Ich muss ehrlich sagen. Wenn ich was Besonderes essen will, also ein bisschen Sushi, ein bisschen ein paar solche Dinge, aber ich bin nicht kompliziert. Hier ein bisschen Käse, hier ein bisschen Butter mit Gemüse.
Hier die Nudeln ohne Sauce. Tut mir leid, ich muss auch mitmachen. Das ist eine typisch Brasilianer mit Gambas. Das ist auch sehr gut. Und auch eine Püree mit Karotte. Cenoura? Kabote. Ein bisschen Reise. Das ist ganz einfache Dings. Das ist für mich die wichtige Ding, um fit zu bleiben und behalten die Form, glaube ich. Ich kontrolliere mich sehr, sehr viel. Ich brauche meinen Körper, um zu arbeiten, um gut zu arbeiten vor allem. So. Weil das ist meine Maschine. Manchmal gibt es ein bisschen Rotwein. No. Nicht mehr so lange gespielt. Was soll ich machen? Wir geben die Meisterschaft. Wir geben die Champions League. Champions League 2-1. Die Elfmeter, wir sprechen nicht. Dante, das war ungeschickt. Bestenfalls, der Elfer geht in Ordnung. Die World Cup, die Clubs. Im Finale, ich habe das Tor geschossen. Dante puts it into the net and scores. Dante. Gegen Raja Casablanca. Pass auf. Supercup-Winner gegen Mourinho, Chelsea. Und Pokala. War ein unglaubliches Jahr, das wir haben zusammen gemacht. Wenn die Jungs so spielen, wie der Dante tanzt, dann ist viel möglich. Die Bilder, ich muss zeigen, weil immer behalte, weil den Tag ein von meinen glücklichsten Tagen auf mein Leben. Also sportlich, meine ich, weil wenn die 3 Kinder hat geboren, ich soll dir ehrlich sagen, ich war überglücklich. Ich erinnere mich immer noch, vor ersten Tagen kommen Kali und sagen, pass auf Jungs, hier, wir sind der FC Bayern München. 2 Jahre ohne Titel ist der Limit, die Grenze. Und ich habe gesagt, wow, was für ein Druck. Aber sofort zum Platz gegangen und sehr wohl gefühlt und dieser Druck hat mir gut gefallen, eigentlich. Ich sage, ich bin, wo ich habe immer geträumt, ein super Verein, großer Verein, mit einem ganz hohen Ziel und du musst jetzt liefern. Eckball und der Kopfball. Innenpfosten, Tor, Dante. Geblieben wäre immer, bis zum Ende meines Lebens wäre immer auf mein Herz bleiben. Ich komme, ich habe Rafinha getroffen, Luis Gustavo getroffen und Frank. Und klar, am Anfang, die Leute waren immer so noch ein bisschen traurig, aber wir haben sofort die Stimmung, positive Stimmung mitgebracht. Und dann hat gemerkt, diese Mannschaft, sag, wow, was für ein Potenzial, was ist für eine Wille, diese Mentalität. Sage, Pedro und Dante. Boah, wichtig. ich habe sofort zu Rafa gesagt, nach einem Monat, sage Rafa, diese Saison wir werden alles gewinnen. Am Ende war so. Ich bin ganz stolz, um zweite Spieler auf die 5. Liga zu sein. Feldspiele, klar. Weil gibt es noch Peperina, unsere Ex-Torhüter auch. Aber mache mich ganz stolz. Das bedeutet,
Ich habe meine ganze Karriere alles gegeben, um ein guter Profi zu sein. Weil am Ende, ich kann gut schlafen, gutes Essen, gut trinken, alles machen, gute Holen. Aber wenn du trainierst nicht so hart, du schaffst auch das nicht. Und vor allem hier, ich bleibe motiviert nach 22 Jahren als Profi. Das ist die Schwierige. Das ist Fußball, das für mich, ich liebe Fußball, deswegen mache ich mich ganz toll immer noch zum Spielen, ja. Jeden Training, bevor ich trainiere, ich komme eine Stunde vor jeder Trainingeinheit, um besser die Muskeln vorbereitet. Und dann, was ich brauche, unbedingt, ist Erholung. Das ist meine Benzin. Alle Leute hatten gesagt, ja, ist vorbei, Dante Karriereende, so. Hey Leute, was? Bleib ruhig. Und dann, war krass diese Zeit, 10 Monate. Ich habe so viel gearbeitet, aber auch riesen Spaß gehabt. Weil ich habe gearbeitet und ich komme zu Hause, ich war so müde. Und du bist froh, du bist stolz. Und dann weiter und weiter und weiter und weiter. Und nach 10 Monaten, ich habe wieder gespielt. Und kurios ist, wo ist? Hier. Bis jetzt, ich habe kaum Trainingeinheit verpasst. Also keine. Ich sage immer die Leute, das kommt erstmal von hier. Yeah. Und wie lange geht es jetzt noch? Das ist eine gute Frage. jedes Jahr ich sage ja, vielleicht mal meine letzte Saison, vielleicht mein letztes Jahr. Aber nach dieser Saison ist Ende. Oder wenn ich ganz wohl fühle und die Verein möchte gerne mit mir weiterarbeiten, noch ein Jahr nach dieser. Das heißt, Juni 2026 ist vorbei. Spätestens, ja genau. Mein Gefühl, ich glaube schon, dass wir können das machen. Ich habe begonnen 2019, die Trainerschein, die UEFA B. Und dann ich habe gemacht die UEFA A. Und jetzt ich mache gerade die UEFA Pro, mein letzter. Ich glaube, in einem Jahr wird alles fertig. Pepe ist ein besonderes Trainer. Alle weiß Bescheid. Aber ich habe auch andere von Ancelotti, auch von Klopp. Ich glaube, dass die Wichtige ist, ich habe riesen Bock dazu. Riesen Bock, Trainer zu werden. Erste Liga, ja. Das ist mein Ziel. Klar, wir können immer mit Nachwuchs anfangen oder so. Aber mein Ziel ist mit Prof zu arbeiten. Ich werde alles geben, um mein Ziel zu erreichen. Yeah. Irgendwann Bayern. Das ist ein Traum, ja. Aber vielleicht in 10 Jahren kannst du das Video zeigen. In 10 Jahren, ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt. Ich fühle mich schon wie mein zweites Haus hier. Und ich habe hier gekommen, ich war 32 Jahre. Und dann der erste Vertrag war für 3 Jahre und ich habe gesagt, ja, nach 3 Jahren ich gehe zurück nach Brasilien, was weiß ich. Und dann wir hat verlängert, also okay, 2 Jahre und dann noch ein Jahr, noch ein Jahr, noch ein Jahr. Und dann wir sind schon auf unsere 9 Jahre und ich freue mich sehr, noch hier
noch weiter zu spielen für Nizza, weil dieser Verein auch bedeutet sehr viel für mich. Hey, Mofi. Happy. Where's the big striker? Yeah. No. He will be back in a few months, guys. Don't worry. Ich bin ganz stolz, ganz ehrlich, weil ich habe immer eine sehr junge Kader gehabt, immer. Und die Verantwortung war immer sehr groß, weil ich muss die alle jungen Spieler helfen, zu sich entwickeln. Jeden Tag, jeder Training. Und ich habe mich nicht nur auf mich konzentriert, um Fußball zu spielen, aber auch für die Jungen zu helfen und Kapitän zu sein. Ich habe gemacht mehr als 250 als Kapitänspieler. Und ja, ich glaube, dass wir sind nicht so weit von den Spielern, das hat mehr gespielt hat für den Club und ja, mache mich stolz, alles klar. Yeah. Hey, sag mal Hallo. Sag mal Hallo. Das ist das kommt von Bayern München, der richtige Club. Hallo. Ciao, servus.